Meltdown zu einer neuen Episode von Custom Scooter Creations. Und zwar geht es heute um He-Man. Und He-Man ist nicht der Besitzer ist Christian, aber sein Roller. Sein Roller heißt He-Man. Christian, stell dich doch bitte kurz vor. Ja, mein Name ist Christian. Ich komme aus Timnocher Strand aus dem Norden. Gehört zu den Kelten schon seit einigen Jahren. Und wir haben viel Leidenschaft an Custom-Roller oder auch starke Motoren. Und daher liegt es nicht weit, dass wir mal einen Roller bauen wollten. Also das, was Christian hier in diesem Jahr mitgebracht hat, ne, das ist wirklich allererste Sahne, vor allem vom Lack. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist das Thema He-Man. Wie bist du auf He-Man gekommen? Tja, wir sind alle aus der Zeit der 80er irgendwo, plus minus. Und da war das ein großes Spielzeugthema. Und es hat mich immer irgendwie begleitet und daher liegt das nicht weit weg, dass wir uns dafür entschieden haben, das Ding mal aufzubauen mit einigen Leuten. Also das ist ja wirklich beeindruckend. Ich muss sagen, ich habe schon im Vorfeld Bilder gesehen und ich war noch nicht so ganz überzeugt, weil das Thema wusste ich nicht, wie es mir gefällt. Und dann dachte ich, na guckst du mir mal an, wenn du auf der Custom Show bist. Und live ist das Wahnsinn. Also der Lack ist unglaublich, der hat so eine Tiefe und vor allem diese unterschiedlichen Farben. Das sticht halt wirklich aus dem Lack hervor, diese Figuren. Wer hat das lackiert? Michael Zinn von Z-Design hat ganz viel Liebe und Zeit reingesteckt. Die Vorarbeiten und Schweißarbeiten, das war schon echt eine Menge Arbeit. Das ist eine alte Kiste und jeder weiß, der den Roller aufgebaut hat, was da für Arbeit mit Spachteln und Schweißen drin steckt. Oh ja. Und ja, dann von jeder Schablone bis jede Vorlage, dann entscheiden, wo was raufkommt, wie groß kommt es rauf, stimmen die Proportionen und. Meine Wünsche dazu, welche Farben und ja. Und wie immer lebt so ein Custom-Roller natürlich von den Details. Und hier ist dieser Lack, steht hier ganz klar im Vordergrund. Das ist unfassbar. Aber was ich auch sehr cool finde und fast mein Lieblingsdetail, sind hier die Trittleisten. Was sind das für Trittleisten? Alcantara-Trittleisten. Das ist normale Gummi, das war mir irgendwie zu langweilig. Und dann haben wir die schwarz gepulvert und Alcantara bezogen. Okay. Und das heißt, du darfst nur in Hausschuhen fahren, oder? Ja, genau. Nur sonntags und in Hausschuhen. Sehr gut. Ich glaube, das ganze Fahrzeug ist ein Fahrzeug, wo man sich kaum traut, wirklich weit zu fahren, oder? Ja, das stimmt wohl wirklich. Den Motor, der da drin steckt, den habe ich aufgebaut und habe extra einen anderen Roller dafür zusammengebaut, um den Probe zu fahren, damit ich mit der Karre nicht Probe fahren muss. Sehr gut. Also wir können vielleicht mal mit der Kamera hier auf das Handschuhfach gehen. Hier sieht man diese ganze Bandbreite der Lackierung besonders gut. Wie heißt der Effekt, der in dem grünen Lack hier ist? Ja, es ist eigentlich, also wir wollten Wischtechnik machen und das ist so eine Art Wischtechnik mit Auflegen von Folie wieder abziehen. Und viele denken, ja, das ist ja schon grün, das ist silberschwarz, was da unter ist. Das ist ein grüner Candy-Lack. Deswegen sind Ausbesserungen auch echt eine Herausforderung. Zu vermeiden einfach. Ja, genau. Und das Goldene hier, das ist... Das ist Antikblattgold. Das wird aufgelegt und dann wird das mit überlackiert. Okay. Und hier an der Stelle die Figuren, das hebt sich ja richtig ab aus dem Lack. Das sieht aus, als wären die sozusagen noch mal eine Klarlackschicht vielleicht dazwischen. Oder wie hat er das geschafft? Nee, ich denke, das sind hier die weißen Absätze durchs Airbrush, was da kommt, der weiße Hintergrund. Und dadurch gibt es diesen 3D-Effekt. Also ich glaube, es sind drei Schichten Klarlack drauf, immer mit Zwischenpolitur und Zwischenschleifen. Okay. Und da hat er mir hier echt viel Zeit reingesetzt. Und bei über 300 Stunden. 300 Stunden. Wahnsinn. Das war eine Ansage. Also Christian, ich glaube, da ist der Pokal für Best Paint morgen auf der Custom Show. Wir sind hier am Scooterist Meltdown. Da solltest du ein ganz heißer Favorit sein. Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns dein Roller gezeigt hast. Immer gerne. Danke.